Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Und es wird jetzt richtig heiß und es sieht gar nicht danach aus. Ich glaube, also eben als ich die Standheizung angemacht habe, stand auf der Fernbedienung der Standheizung minus 8 Grad. Und so frosty wie das ist, kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Wir sind on the run, es geht auf Tour, wir nehmen euch mit. Und jetzt gibt es erstmal ein paar Anreisedetails, ein paar Hinweise, was ihr wissen müsst für eine Reise nach Australien. Und die Vorbereitung skippen wir kurz, dann machen wir gleich weiter. Aber ich wusste es. Föhn? Da bleiben wir doch hier. Ja, wir müssen jetzt erstmal die Koffer ins Auto kriegen, damit wir zum Flughafen kommen. Leute, da ist die Beer Force One. Fräulein. So Leute, wir sind unterwegs noch ja, 40 Minuten. Kommen soweit ganz gut durchs Winter Wonderland Deutschland. Ey, wir lieben dieses Wetter. Vor allem Sonne, blauer Himmel, alles ist eisig, es ist kalt, es ist blau. Was machst du da oben? Partyalarm! Und wir fahren in die Wärme, das mögen wir eigentlich gar nicht, aber bald sonnet. Das sind ganz große Probleme, die wir haben. Wir fahren mal weiter, wir sind gut in der Zeit, melden uns gleich nochmal mit vielen Begründungen, warum, wie, wo, was. $297, merkt euch das, auf Ebene 5 beim Holiday Parking Süd. Da haben wir unser Auto jetzt abgestellt. Ich fahre keinen Zug mehr. Ich habe das letzte Mal schon versprochen. Das ist wirklich eine Katastrophe und es ist nicht billiger und es ist auch nicht wirklich schneller. Wir sind jetzt 2,5 Stunden hingefahren. Ja, der ICE fährt von Köln oder Düsseldorf nur eine Stunde hier runter, aber wir müssen erstmal nach Köln oder Düsseldorf kommen. Also von der Reisezeit tut sich da nicht viel. Und es ist komfortabler. Wir haben keine dicken, großen, schweren Winterjacken dabei, die wir jetzt irgendwie loswerden müssen. Hier ist kann man nicht raus. Brennschutztür steht. Haben die echt keinen Aufzug hier oder was? Ist das deren Ernst? Weiß ich nicht. Hä? Du kannst doch nicht da, wo alle mit Koffern ankommen, ohne Aufzug arbeiten. Ich glaube, da hast du jetzt nicht 5 Etagen mit dem Koffer. Also wir gucken mal woanders. Hä? Ja, wir sind immer mit dem Zug gefahren, da kommt ihr direkt im Bahnhof aus. Haben wir ja schon oft gemacht. Wir sind übrigens direkt an Terminal 3. Bringt uns gar nichts, wir müssen nämlich zu Terminal 2. Und Skytrain fährt hier noch nicht. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen der Nachteil, aber die Vorteile überwiegen doch, ehrlich gesagt. Also war auf jeden Fall jetzt von der Anreise für mich entspannter als mit dem Zug. Und gut, es ist jetzt mittags. Also so früh morgens wäre es wahrscheinlich noch entspannter. Genau, das erstmal dazu, warum wir jetzt mit dem Auto gefahren sind. Und wir gucken mal, wo der Shuttle ist. Also wir wissen theoretisch, wo der ist. Und shutteln dann zum Terminal. Just in diesem Moment ploppt auch der Aufzug auf. Es gibt doch einen. Das war nur so ein Special-Ausgang, Notausgang, ich weiß es nicht. Wir waren auf jeden Fall mit Auto und Sprit und allem Pipa und Co. und hier parken. Preislich auch so wie ein Zugticket. Also gut. Und ey, ich habe so viel Geld die letzten Male schon bezahlt und hab dann im Zug gestanden wie so ein Doof. Sehe ich nicht mehr. Oh, krass, 4 Aufzüge. Ja. Hab ich gar keinen Aufzug. So, wir sind im Flughafen Terminal 2. Was ist das Erste, was du siehst? Uschi. Aber man weiß, dass es auch anderswo schöne Parks gibt. So, Emirates, Kollegas. Da ist der Plan. Wir orientieren uns mal kurz. So, nicht das letzte Mal. So, wir sind natürlich erstmal an unserem Schalter vorbeigelaufen, weil die Zahlen gehen bis nach hinten hoch und dann sind die an der Seite nochmal noch höher, aber rückwärts. Kein Mensch vor uns, also direkt durchgesteppt. Super liebe Frau am Schalter. Gepäck ist durchgecheckt. Wir steigen nämlich um. Wir fliegen nämlich jetzt mit Emirates, mit einer 777 nach Dubai und haben da 3 Stunden Umstieg und fliegen dann, ich weiß gar nicht, ich glaube im A380 weiter mit, aber ist dann Qantas
weiß ich, sehen wir gleich. Müsst ihr dranbleiben, voll der Cliffhanger. Fliegen wir weiter dann nach Brisbane in Australien. Und ja, Australien haben wir ja schon gesagt. Wir werden das auch jetzt schon vorneweg schon mal die Westküste zum Schluss machen. Wir machen nämlich erstmal fast die komplette Ostküste. Dann kommt richtig geiles Special. Verrate ich noch nicht, das wird richtig geil. Geht es einmal durchs ganze Land und wir enden an der Westküste in Perth. Und von da aus wird es auch nochmal flugtechnisch ziemlich spannend, wenn ihr das jetzt hier seht und Bock auf Flugzeug-Content habt. Wir werden den zweitlängsten Flug der Welt machen und euch mitnehmen. So Leute, vorneweg vielleicht mal, ich habe keine Schuppen, die ich jetzt auf meinem T-Shirt verteile, sondern das ist Farbe. Es gab da ein kleines Malheur und ich werfe irgendwie Klamotten nicht weg. Und ich schaffe das aber auch nicht, die dann auszusortieren für, die nimmt man mal dann, wenn man arbeitet oder so. Daran muss ich arbeiten, dass man nicht immer wie ein Schlunz rumläuft. Und also ich habe auch noch Hoodies, mit denen ich rumlaufe, die habe ich schon, boah, lass mich rechnen, 28 Jahre, also langsam kämpfen die auch, aber da soll noch mal einer über Fruit of the Loom meckern. So, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Es ist Security, ist auch gar nichts los, es ist ziemlich ruhig. Wir haben ja jetzt den 14. Januar und fliegen jetzt nach Dubai. Habe ich ja schon gesagt gehabt, und da haben wir 3 Stunden Aufenthalt. Wenn ihr nach Australien wollt, was wir jetzt machen, müsst ihr da vorher online das heißt nicht Esther, wie heißt das dann? Also so ein ähnliches ETA beantragen. Und es gibt aber noch was anderes, das wir auch haben. Ja, nee, wir E-Visitor, also das kann man beides machen. Ist egal. Die Dame beim Check-in, also wir waren online eingecheckt, mussten also quasi nur noch kurz da vorstellig werden und die Koffer abgeben. War auf jeden Fall höchst amused darüber, dass wir alles fertig hatten. Das macht ihr bitte nur über die offizielle Seite eines Landes. Immer wenn ihr sowas macht, findet ihr beim Auswärtigen Amt. Da findet ihr auch immer alle aktuellen Reiseinformationen und Reisewarnungen. Checkt das auf jeden Fall vorher nochmal aus. Alles sehr dynamisch, kann auch schnell anders aussehen. Australien ist aber jetzt ein relativ sicheres Land. Das kann man glaube ich sagen. Ja, ich finde die Wand auch faszinierend. Aber Schuppen, ja, aber voll glatt auch. Voll geil. Genau. Wir sind jetzt in der Lounge vorm Security noch. Loungezugänge gibt es unzählige. Wir haben jetzt nichts bei unseren Flügen dabei. Das gibt es ja auch. Und dann gibt es unzählige verschiedene Programme oder Karten, die man haben kann, wo man drin sein kann und so weiter und so fort, die so Zugänge for free ermöglichen. Man kann sich auch reinkaufen. Muss man dann einfach, gehst in eine Lounge, sagst, jo, ich möchte hier rein, was kostet mich das? Das ist nicht die Postleitzahl des Flughafens, die ihr genannt bekommt. Kann aber je nachdem, wie lang dein Zwischenstopp ist und in was für einem Zustand du dich befindest und den Preisen sonst am Flughafen, sich auch schon lohnen. Finde ich, je nachdem, was du vorhast, was du machst, wie viel Gas du gibst. So, das auf jeden Fall dazu. Dann gucken wir jetzt erstmal, wie wir weiter fliegen. Dann reden wir noch ein bisschen, glaube ich, über Geld. Einreise machen wir natürlich sowieso vor Ort, Steckdosen und so weiter und so fort. Ihr kennt das von diesen ganzen Anreisevideos und versuchen euch so ein bisschen jetzt hier Step by Step mitzunehmen. Ein paar Servicehinweise noch. Lange, treue Abonnenten dieses Kanals haben nicht nur ein besseres Leben, sondern wissen das auch schon. Ihr dürft aber auch noch nachkommen, jetzt auf Abonnieren drücken. Und alle anderen wissen schon, es empfiehlt sich immer, Fotos von seinen Koffern zu machen, bevor man die abgibt. Und zwar, wenn der doch verloren gehen sollte und ihr müsst ihn beschreiben, ja, das ist eckig und schwarz, schwierig. Fotos immer hilfreicher, kleiner Service-Tipp am Rande, fotografiert auch eure ganzen Dokumente, die ihr braucht, speichert die aber nicht nur auf eurem Mobile, sondern auch irgendwo, wo ihr dann von überall aus drauf zugreifen könnt. Ich bin Muttersprachler, weißt du? Wie zum Beispiel auch den Pass, wenn der euch geklaut wird, verloren geht oder sonst was. Es ist nicht verkehrt, wenn man davon vielleicht noch ein Foto irgendwie in der Cloud hat oder schickt es euch selbst per E-Mail. Auch die Fotos von den Koffern bringt jetzt auch nichts, wenn deine Koffer weg sind und du deine Handtasche verlierst und dann sind die Fotos auch weg. Das so als kleine Service-Hinweise noch am Rande, dass ihr das am Start habt. Hey Leute, wir sind jetzt beim Gate.
Buchstaben C und D bitte. Das habe ich noch nie erlebt. Also First Business und weiß nicht, was hier alles Premium als erstes und jetzt C. Und wir sind C. Und wir wollen eigentlich nicht einsteigen, wir wollen nur mal als letztes einsteigen. Und es gibt sogar D. Was ist das? Wer ist eigentlich hinter uns? Es sind nur 2 Reihen. So, was ist denn das auf einmal? Fahren wir mit dem Bus? Nee, Nein, das macht doch keinen Sinn. Ach, da unten ist das Ding. Der kleine Tritt. Jetzt ein bisschen spät auch, ne? Ja, das wäre auch ein bisschen. Aber warum? So, letzten Atemzüge frischer Luft für die nächsten 6 Stunden. By the way, Leute, ihr müsst hier nicht draufklettern, um zu sehen, ob alles weg ist. Da ist immer ein Spiegel. Checkt das mal aus, ey. Brauchst du noch irgendwas um? So. Meine nehme ich schon mal mit, da kann ich mal ganz einen kleinen Kram reinschmeißen, weil ich nämlich hier wieder mich häuslich einrichten würde. Und jetzt stirbst du, weil alle sind ja am Wühlen, haben 1000 Meter erfrierst. Übrigens, jetzt, für mich ist das gerade ein Kissen, wir haben eine Decke und wir haben hier voll die hässlichen. Oh, hier haben wir die Beinfreiheit, hier ist mein Schritt, toll. Aber hier ist ein bisschen mehr Platz, wenn man sich das Flugzeug aber auch anguckt. Hier sind 2er, 4er, vorne sind 3er. Also, aber 2er ist zu zweit immer geiler als 3er. 3er ist für jeden doof, für den der alleine ist, für den der zu zweit ist und die wenigsten sind zu dritt. Und dann mal kurzer Überblick. USB, weiß ich nicht, weil hier ist USB Charging. Dann Steckdose jeglicher Couleur. Hier ist, glaube ich, dann Entertainment. Und wir haben auch so einen kleinen Controller hier, mit dem ihr dann euer Entertainment steuern könnt. Ich finde, das ist, glaube ich, der größte Screen, den ich bis jetzt in einem Flugzeug hatte. Informationen wollen wir haben. Und hier ist der Flughafen. Der heutige Flug, das interessiert uns doch, oder euch? Wir haben ein paar Flugdaten. Zeit bis zur Ankunft 24 Stunden, weiß ich nicht. Ich glaube, wir sind noch nicht aktuell, wir sehen uns da gleich wieder. Und die Außenansicht dürfte auch noch nicht aktiv sein. Nee. Ich bin sehr zufrieden mit unseren Plätzen und dem Zustand dieses Flugzeugs. Ich bin sehr gespannt. Aber ich glaube echt erstmal Emirates. Wir hatten Etihad schon und wir sind, glaube ich, Emirates noch nicht geflogen. Bruder, ein bisschen mehr Motivation bei der Arbeit, das ist ja wirklich... So, wir haben jetzt Informationen hier. Eine Boeing 777-777 300 haben wir hier. Flugzeugnummer A6 EPJ oder Echo... Oh, ich kriege das nicht mehr hin. Echo... Ich konnte es mal. 7 Grad Außentemperatur, das ist aber ganz schön warm geworden. Wir sind mit -9 hier hingefahren. 5 Stunden 38 Minuten brauchen wir für die 3205 Meilen. Zeit am Ankunftsort ist jetzt 17:24 Uhr. Wir haben hier 14:24 Uhr und um 23:02 Uhr ist die voraussichtliche Landung. Das einmal als kleine Eckdaten für unseren Flug. Natürlich haben wir jetzt Franzosen vor uns. Es war so eine 50-50 Chance. Bleibt es bei dem Baby vorne oder kommt doch noch Franzosen vor? Hinter uns ist gar keiner. Noch nicht? Noch nicht. Ja, dann machen wir Einzelplatzbesitzung. Aber eigentlich, eigentlich ist der Vogel voll. Schauen wir mal. Genau. Wir sind also quasi 4 Minuten vor Start. Sieht schlecht aus. 3 kleine Sachen hinter uns. 4 freie Plätze. Umsetzen ist nicht, Boarding ist complete. Die sind für die Crew. Habe ich noch nie gehört, macht auch keinen Sinn, ist totaler Quatsch. Aber wollen sie nicht, dass man da sitzt. Und wir sind eigentlich schon längst in der Luft, aber wie ihr seht, sind wir das nicht. Und zwar ist einer von den Liftern für den Cargo-Kram, den wir mitnehmen, stecken geblieben, hängen geblieben und wir können hier nicht weg, weil das Ding an dem Flugzeug dran hängt. Wie lange das dauert, weiß keiner. Also, 1 Stunde, also wir sind noch nicht unterwegs, wir sind noch nicht im Himmel, ne? Aber wir sind schon mal zurückgeschoben worden, 1 Stunde später. Und für die Crew sind die Plätze, die da hinten sitzen, wie sie immer sitzen, in jedem anderen Flugzeug dieser Welt auch.
ist der Druckausgleich. Das ist super. Finde ich total gut. Das reagiert super gut. Ich finde auch toll, dass das so aufgeteilt ist, dass es immer in Zeitlupe runtergeht, damit man sich seelisch darauf vorbereiten kann, dass man jetzt gleich flippern muss. Ja, klar. Mit dem Ding geht das besser. Aber du kannst ja noch, du musst ja erst festdrücken. Das bist du, bin ich. Ja, und das bist du, wenn du jetzt würfelst. So. Gut, aber. Für die Ehre, für die Ehre. Jetzt gibt es erstmal Getränke. Butter. So Leute, wir sind gelandet in Dubai und kämpfen uns jetzt durch den Flughafen, der ja nicht gerade klein ist, und müssen zu den Gates. Also Klima hier drin ist nicht geil und es ist alles so ein bisschen schmuddelig und nicht so schick. Nun ja, aber wir fahren jetzt erstmal ein bisschen Bahn. Ach so, nicht nur wir, alle fahren ein bisschen Bahn. So Leute, am Ende hatten wir jetzt eine Dreiviertelstunde Verspätung. Der hat also nur 50 Minuten rausgeholt. So, kurze Erfrischung und ich hoffe, dass dieses Ding jetzt gleich piepen wird. Denn die Lounge, in der wir jetzt sind, inkludiert auch Duschen. Und da kriegst du aber so ein Pieper, wie wenn dein Essen fertig ist, wenn die Dusche frei ist, und dann schnell einen Stepper da mal runter. Denn nachdem wir jetzt 6 Stunden hingeflogen sind und das meistens dann so eigentlich die Mission ist erledigt, geht es jetzt eigentlich erst richtig los. Denn der nächste Flug
geht einfach mal 13 Stunden. Haben wir uns ausgesucht, keine Frage, alles gut. Wir machen übrigens kein Stopover jetzt hier in Dubai, wo wir 1, 2 Nächte hier bleiben und die anderen Parks machen, die hier sind, weil wir das zeitlich einfach nicht schaffen. Und also das, was wir in Australien machen werden, ist so lang von der Zeit, dass das zeitlich nicht passt, dass wir hier hätten irgendwas dranhängen können oder so ein Stopover machen können. Haben wir geguckt, haben wir überlegt, aber ist dann irgendwie doch hinten runtergefallen, weil es jetzt auch nicht so wichtig ist nun natürlich eine sehr coole Alternative. Genau, das dazu, und wir haben jetzt noch eine gute halbe Stunde, dann beginnt aber auch schon wieder das Boarding. Dann gehen wir aber auch erst los, also müssen uns jetzt da keinen Stress machen. Ne? Ja, und die Lounge ist hier auf jeden Fall ein großer Kindergarten. Ja. Wir sind in der Kita gelandet. Wir haben 1:30 in der Nacht und hier sind überall Kinder. Ganz cool finde ich davon dieses kleine Beduinenzelt, wo man auch sitzen könnte. Koffer ist auf jeden Fall mit rübergekommen. Ist irgendwo hier vor 17 Minuten unterwegs gewesen. Sehr schön. So, wir sind am Gate und rein und offensichtlich mussten hier alle Flüssigkeiten weggeschüttet werden. Auch selbst aufgefüllte Wasserflaschen geleert werden. Also verstehe ich nicht. Habe ich noch nie gesehen. Weil Security-Kontrolle war schon. Das ist jetzt, das darf nicht mit aufs Flugzeug. Aber wir haben Schweinefleisch dabei. Fluggastbrücke in Dubai. TÜV Süd. Habe ich eben nicht erzählt, dass auch schon wieder, die Sitze fallen bei Emirates auseinander. Also, nee, aber der hat eben so gewackelt, da ist mein Tisch einfach runtergeflogen, obwohl der oben verriegelt war. Wir sind jetzt in unserem A380 und jetzt wird erstmal hier noch sortiert, ist ein bisschen Chaos. Mein Sitz wird aber gerade nicht vom TÜV Süd getestet, sondern vom TÜV Kinder. Lieben wir. Oh, warum? Aber hier, das ist schöner. Aber trotzdem bin ich lieber oben. Also, es ist einige von euch bestimmt viel, viel besser als ich. Aber es sind ja sehr viele, also eine sehr große Crew auf einem A380. Das ist ja das größte. Ich erkläre gerade was. Größte Flugzeug der Welt. Und die Crew besteht auf jeden Fall aus Leuten aus 20 Ländern, die 16 Sprachen sprechen. Also einige Länder, die gleich sprechen, weil ich finde es andersrum sinnvoller. Wurde gerade durchgesagt. Und 13 Stunden, 20 Minuten ist unser Flugzeug. Hat Ahmed hat es auch gesagt. Nicht, ich kann weiter. Oh nein, ich kann nicht weiter. So Leute, Stunde haben wir noch. Jetzt wird hier Zettelchen ausgefüllt für die Einreise in Australien. Klar, da hatten wir schon ein Video, dass man auch gar nichts mitbringen darf, was irgendwie lebensmittelmäßig ist gefühlt. Und keine dreckigen Schuhe, kein Angelzeug, wo du es nicht vorher gereinigt hast und so weiter und so fort. Wir sind gelandet und so wie wir das jetzt verstehen, geht es jetzt erst so zum Baggage Claim, Koffer holen und dann geht es zu Immigration, weil jeder Koffer nochmal bei der Einreise gescannt wird im X-Ray, ob du auch nicht irgendwas mitbringst, das du nicht mitbringen darfst. Weil Australien super strikt ist, was das Mitbringen von Zeug angeht. Und wir haben hier schon subtropisches Klima im Flughafengebäude. Ist das schön. Ist ein bisschen wie wenn du im Zoo ins Tropenhaus gehst. Das möchte man noch nach 13 Stunden Flug. First World Problems, ja, ich weiß. Aber bah. Wo ist das denn bitte? Ich kann nicht mehr laufen. Jetzt schon. Ich habe erst 6 Stunden gesessen und dann 13 Stunden. Tut der Hintern weh.
Aber die 13 Stunden jetzt auch, die gingen eigentlich ganz gut rum. Und trotz Massen, wirklich Massen an Kindern und eine Dreierreihe für uns zu dritt, also ne, haben wir es ganz gut hingekriegt und ganz gut rumgekriegt, würde ich mal sagen. Ich liebe das Logo von Australien. Ne? Wenn ihr alle den Bereich frei lasst, könnt ihr alle das Band sehen, ohne euch schubsen zu müssen. Ich habe übrigens meinen Koffer schon. So Leute, hier richtig gerusht jetzt. Also, erst gibt es so E-Pass Scan-Automaten. Da kannst du schon was ausdrucken, dann kommst du schneller voran, aber die Automaten hatten auch Riesenschlangen, normale Schlange, dann scannst du auch erstmal deinen Pass, wie ihr das in der EU auch kennt am Flughafen. Einfach reinlegen, 3 Fragen kurz beantworten. Und dann geht es zum nächsten Tor, das checkt euer Foto. Und wenn ihr das seid, dann geht es weiter. Das behaltet ihr noch, das Zettelchen, was ihr da bekommen habt. Eure Karte, die ihr im Flugzeug ausgefüllt habt, behaltet ihr. Euren Reisepass braucht ihr, glaube ich, dann nicht mehr. Aber das auf jeden Fall. Dann haben wir die Koffer geholt. Unsere kamen sofort. Ich musste kurz einen kleinen Sprint einlegen, konnte ich den ersten nehmen und drehe mich um. Da kam der zweite auch schon. Ey, die Leute sind so geil. Ne? Einfach mal einen Stepper zurück machen und dann kann jeder entspannt seinen Koffer nehmen. Dann gibt es eine riesen Lane raus aus der Halle zum Ausgang. Und da kommt dann nochmal eine Q-Line, dann nochmal ein Officer, der checkt dann die Karte, die ihr mit hattet und den ausgedruckten Zettel. Und dann entscheidet der links oder rechts. Und bei uns war jetzt rechts Biocontrol, hast du gesagt, ne? Und dann ist dann noch ein Mitarbeiter und dann, ob wir was zu deklären haben, weil du ja keine frischen Früchte, kein Fleisch, gar nichts, ne? Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon gesagt habe, aber es steht hier auch überall so oft mit reinbringen darfst oder auch keine schmutzigen Schuhe oder sonst irgendwas. Clean, nice shoes, very nice, fand er nicht witzig. Und dass wir nur Cracker und Haribo dabei haben. Das hat ihm gereicht, dass wir nicht in die Sonderkontrolle mussten, wo nochmal das X-Rating kommt, sondern wir sind direkt draußen. Und on time noch 2 Minuten vor Schließung, aber die haben, glaube ich, auch was länger auf, sind wir jetzt hier beim Mietwagen ankommen. Und vor uns sind noch Leute dran, wir müssen also sogar warten und natürlich nur hier sind Leute. Alle anderen vermieten gerade kein Auto. Wir haben jetzt hier in Australien Europcar. Ist aber auch eine Einwegmiete, werdet ihr im Laufe dieser Tour noch sehen. Das jetzt erstmal zur Einreise, ist es viel zu heiß. Wir gucken, dass wir jetzt das Auto kriegen, dann gucken wir, dass wir was zu trinken kriegen und dann fahren wir auch noch 1 Stunde 20 zum Hotel. Aber das seht ihr jetzt gleich auch noch. Und vor allem, was für ein Auto es wird. Ich habe ganz große Hoffnung, dass es das wird, was ich mir wünsche und ganz viel Angst, dass es das nicht wird. Kleiner Tipp noch, immer leere Plastikflaschen dabei haben. Dann kannst du dabei haben, auch wenn du keine Flüssigkeiten dabei haben darfst, kannst du an diesen Getränkebrunnen dann oder Trinkbrunnen auffüllen und hast die ganze Zeit noch Wasser dabei. Super praktisch, wenn man gerade mal nichts kaufen kann oder will und nicht nur daran rumschnäbeln will, sondern einfach auch noch was für später haben möchte. Wir haben jetzt echt eine Stunde da gewartet mit einem Kunden vor uns. Irgendwie ist das System abgeschmiert und dann hatten die auch noch selber irgendwelche Zickereien. Also wir haben jetzt nicht so lange gebraucht danach. Das war jetzt nicht der Plan, das haben wir jetzt nicht gebraucht. Wir holen jetzt unseren Toyota Fortuner. Das ist unser Dieselfahrzeug für diesen Trip. Ey, nicht? Schüttelt den Kopf, die Frau. Florida-Luft, schön. Ich habe gerade noch gelesen, dass in Süddeutschland die Autos auf Glatteis alle wegrutschen und zig Unfälle waren. Und hier ist richtig Sauerstoffmangel. So, Carpark. Jetzt wollen wir mal gucken, wo unser Fahrzeug ist. Übrigens zu empfehlen sind auch, was ist jetzt los? So. Wir haben auch eine jetzt wird es dunkel, mein Gott. Okay, das ist wirklich in Base aufgeteilt. Ich dachte, er kann B nicht aussprechen. Ach so. Oh, ist das eine tolle Luft. Wir haben Nacht. Ai. Nun gut. Ist das hier rechts der hässliche unserer? Ah ja. Weil das ist ein Kia. Das hässliche weiße? Das hier, oder? Ja. Im belgischen Kennzeichen. Das ist nicht ein belgisches. Queensland, Sunshine State. Ja, wie in Florida. Ja, okay. Ja, wir machen trotzdem einen Check-up mal kurz, was hier dran ist oder nicht, weil da fehlt doch schon der Lack auf der Motorhaube. Ne, ist Dreck. Bei mir sieht es erstmal gut aus. Ach, wir haben noch Sitze hinten drin. Reifen gucken? Tür ist auf. Ja. Ja.
klar. Also Fußmatten kann man auch sauber machen, ne? Wenn man den weiter vermietet. Was ist das denn? Auf jeden Fall, wie ihr gerade wahrscheinlich direkt schon erkannt habt, ist hier Linksverkehr, Lenkrad ist auf der rechten Seite. Wenigstens mal ein Automatikfahrzeug und krass, einen Mietwagen mal als Diesel zu haben. Und wir haben eine eSIM, also eine Travel eSIM und haben, wo ist die jetzt hin? Wie viel? 20 Gigabyte für... Deine hat 19 gekostet, meine 15. Warum war meine teurer, weil ich cooler bin? Ja, nicht mehr gegen die andere. Also für 19, 15, je nachdem Euro, 20 Gigabyte für 30 Tage. Ja, da kann auf jeden Fall einer wohnen. Da kann ich hinten mitfahren. Aber Gut, wir sortieren uns mal kurz. So, das haben wir gedacht, könnten wir kriegen. Und Leute, das gibt es sogar als Raptor. Aber das war natürlich klar, dass es hier kein Raptor gibt. Aber Ford Everest Raptor sieht voll geil aus. Und Ford Everest an sich auch. Und die haben, glaube ich, da hinten einen. Aber egal, das ist jetzt hier meckern auf hohem Niveau, weil das, glaube ich, auch ein cooles Auto. So, wir haben unser Auto. Sind jetzt ganz kurz gefahren. Mal ein bisschen dran gewöhnen. Sehr dunkel im Auto. Knöpfe muss man suchen. Alter, das ist ja vom Design, ist ja auch alles wie bei uns so. Mit den Farben und so. Wir sind an der Tankstelle. Wir wollen nämlich noch schnell was zu trinken holen. Das ist richtig Florida-Feeling. Florida. Draußen warm, feucht in der Nacht und trotzdem so eine eiskalte Tankstelle. Ich liebe es einfach. So, wir gucken mal kurz, was wir jetzt übergangsmäßig noch schnell uns mitnehmen. So, wie ist denn deine erste Fahrt im Mietwagen in Australien? Ich habe das Gefühl, dass die Straßen jetzt ziemlich klein sind. Ich habe das Gefühl, dass der Abstandstempomat viel zu viel Abstand von allem hält. dass die Bremsen zu fest bremsen. Ja gut, ich finde das Auto super cheap. Ich finde das echt sehr unattraktiv von der Verarbeitung. Okay, das ist echt krass viel Abstand, der Abstandstempomat. Es ist aber wahrscheinlich genau richtig, ne? Man hält Nee, aber man stellt selber den... Ach so, okay. Die waren ja ultra weit weg. Ich habe mich eben gewundert, warum der Tempomat auf einmal nicht schneller fährt. Aber Abstandstempomat, mega geile Erfindung meiner Meinung nach. Ja, muss erstmal ein bisschen eingrooven, ist halt ein fremdes Auto, da muss ich auch mal ein bisschen eingrooven. Deswegen haben wir, also nicht nur deswegen, aber der Everest, der wäre halt, da muss ich nicht so, da weißt du, wo was ist, wie was aussieht. Der Tempomat ist hier unten so ein kleines Bimmelchen, zeige ich euch später mal. Das habe ich erst gar nicht gesehen, dass er da ist, weil der so ist der weg, der ist einfach im Dunkeln. Kann man nicht sehen. Nee, sag ich ja. Und du sitzt auf der falschen Seite. Ja, man sitzt auf der anderen Seite, ist nicht die falsche Seite. Warum meinen wir eigentlich immer alle zu beanspruchen, dass wir erfunden haben, wo die richtige Seite im Auto ist? Man sitzt auf der entgegengesetzten Seite. Ist ja eigentlich auch kein Problem, haben wir euch auch schon in mehreren Vlogs gezeigt. Dann war ja hier mit Schaltwagen und so, deswegen ist Automatik, auch eine andere Automatik, als wir sie haben. Muss man erstmal kurz gucken, wie die funktioniert. Ich bin auch schon mehrere andere Automatik gefahren, so eine aber noch nicht. Aber, also auch Pedale sind gleich aufgeteilt. Was ich noch nie hatte, dass Blinker und Scheibenwischer verwechselt sind. Das ist der Scheibenwischer auf der Seite und hier ist der Blinker. Ich habe es zum Glück, also ich habe es auf dem Parkplatz erst ausprobiert, weil ich da schon die Vermutung hatte. Dann habe ich das festgestellt. Das ist ja auch alles gut. Ich habe das auf dem Parkplatz getestet. Das hat dann auch wunderbar funktioniert. Bis zum ersten Abbiegen. Nee. Ja, aber ansonsten haben wir jetzt noch ein knappes Stündchen vor uns und haben jetzt hier mal die erste Baustelle. Eine Sache noch vergessen, die auch wichtig wäre zu erwähnen. Erstmal voll verkackt, das Auto hat kein CarPlay oder spielt aber auch nicht das, was du via Bluetooth dann rausschmeißt aufs Display. Das ist ein bisschen doof. Und unsere Handyhalterung A hält die eh nicht gut, B ist der Lüftungsstütze weit weg. Mal gucken, ob uns dazu noch was einfällt oder ob ich da unten hingucken muss und einfach nur Glück fahre. Wichtig auch ist der internationale Führerschein. Wird ja voll, steht eigentlich immer überall, dass man den brauchen würde. Haben wir noch nie zeigen müssen. Heute schon. Heute wollte er sehen. Und du hast auch gesagt gehabt, die Polizei möchte, wenn eine Kontrolle wäre, den auch sehen.
Wollte er auf jeden Fall haben, hatten wir dabei. Kostet, glaube ich, so 16, 17 Euro irgendwo dazwischen was. Bei uns beim Straßenverkehrsamt, wo du für jeden Quatsch einen Termin brauchst, für den brauchst du noch nicht mal einen Termin, musst du so ein Foto dabei haben und deinen normalen Führerschein und gehst dann da einfach hin. Also den auf jeden Fall auch am Start haben. Schadet auch so nicht, muss man aber regelmäßig wieder neu beantragen. Der läuft alle paar Jahre ab. Also früher ist er wohl nicht abgelaufen, aber inzwischen läuft er alle paar Jahre ab. Und der Tempomat ist mir noch nicht so vertraut. Es war jetzt hier kein Billboard. Billboard gibt es ja auch. ID-Bus. Also wenn du das kriegst du im Leben nicht drauf. Aber es war auch so eine digitale Anzeige und da stand drauf, dass dein Auto dich nicht bei einer Flut schützen kann und du jetzt nicht im Auto Zuflucht suchen solltest, wenn eine Flut kommt. Ach, okay. Und ich habe so E-Scooter gesehen am Rand. Die waren dann im Helm dran. Was machst du? Was ist denn das? Ich wollte die ausmachen. Erzähl. Was soll ich denn jetzt noch erzählen? Ja, das mit den Rollern, das habe ich Ach, das hast du jetzt überlabert. nicht. Ja, wie immer. Es gibt hier auch E-Scooter, wie bei uns in den Städten scheinbar. Habe ich gerade gesehen am Straßenrand. Aber da hing dann überall ein Helm am Lenker. Ich weiß nicht, ob es da eine Helmpflicht gibt. Und wie sind die gelockt? Und gibt es da Haarnetze zu? Weil ich will doch keinen Helm anziehen, den jemand wie ich vorher anhatte, der den voll weggesweatet hat. Viele Fragen. So, Freunde der Sonne, wir haben geparkt. Wir sind an der Gold Coast angekommen. Waren gerade auch schon im Hotel. Das Hotel würde pro Nacht fürs Parken $25 nehmen. Dieses Parkhaus, 1 Meter daneben, nimmt 19, aber es gibt auch einen Wochentarif für 95. Und wir sind ein paar Tage jetzt hier in dem Hotel, was eh viel zu teuer ist. Aber Surfers Paradise, Gold Coast, das sind Wörter, die treiben natürlich Preise nach oben. Und wir sind in der Hauptsaison unterwegs. Aus dem Grund, dass dann hier alles aufhat, alles läuft und so weiter und so fort. Das übliche Problem wie auf jeder bekannten Tour. So, jetzt gucken wir gerade mal, wie das geht. Das sind übrigens 95 australische Dollar. Ich versuche dann zu denken, einzublenden, wie viele Euronen das sind. Genau, also Main Season ist halt bei so Reisen, die so weit weg sind, meistens leider vonnöten, um hier irgendwie was zu reißen. Okay, wir haben das bezahlt. Mal gucken, wie das dann funktioniert. Wahrscheinlich ist das Kennzeichen hinterlegt. Ja, jetzt für eine Woche. Weil es gibt auch kein Ticket oder so. Ja. Das ist cool. Ja, die haben es verstanden. Ja. Das ist so, dann gehen wir jetzt mal einchecken, damit wir euch das Zimmer auch zeigen können. Wir wollen es auch selber sehen. Und wir haben jetzt 10 vor 3 in der Nacht. Da ist sogar Mitarbeiter hier. Straßenreiniger unterwegs. Und wollen auch langsam mal die Füße hochlegen. Wir sind Dienstagmorgen um 7 Uhr in Action Town gestartet. Jetzt haben wir 3 Uhr nachts am Donnerstag in Australien, in Brisbane. Brisbane sagen sie, ne? Nicht ja, Brisbane. Brisbane. Balmen. Regnet das? Ja. Oder ist das hier gerade von der Kehrmaschine? Ein bisschen am Niesen. Das ist aber nicht gut. Das wollen wir nicht. Richtig gut. Was ist das für ein Flur? Spaß für Jung und Alt. Ach nee, doch nicht, das ist fest. Kein Spaß, Dings. Also Tiny Butt würde ich mal sagen. Im Vergleich zu dem. Manchmal, ne? So groß ist das. Also Betten und vor allem Kissen haben wir ausreichend, würde ich mal sagen. Sehr modischer Schrank, also irgendwie Industrial Style. Ist da ein Flaschenöffner direkt am Kühlschrank? Ist das geil. Ist eine Minibar. Ist es kalt? Das ist sehr gut. Übrigens, das nächste Ding, Leute, Steckdosen. Denkt an Steckdosen. Auch geil hier, also großer Arbeitsplatz. Leider keine USB-Steckdose, aber wir haben Adapter dabei, solltet ihr auch haben. Ich finde die Lampen auch sehr cool. Hallo. Ja, fürs Hilton reicht es nicht. Ja. Und unser Pool, der ist nicht unser, oder? Das ist unserer. Oh, Mann.
Und das mag ich. So 2 Stühle mit dem Blick. Natürlich gibt es schönere, bessere Blicke, keine Frage. Also noch zum Schluss dann auch hier, Vollständigkeit halber. Zack. Und dann hast du hier so was dabei. Und alle sind glücklich. So Leute. Ekelhaft. Wir sind da. Nochmal eine schöne kleine Lampe. Man kann das Licht hier dimmen, auch sehr nice. Genau, Steckdosen auch noch erwähnt. Ich glaube, dann haben wir erstmal alles. Australische Dollar, kleine Randnotiz. Erster Eindruck, Straßen aus England vom Design her in einem anständigen Wartungszustand mit Beschilderung aus den USA. Und das ist das, wie ich mir vorgestellt habe, eine Mischung aus Europa und USA ist Australien. In fein und Englisch PC und ein bisschen chissiger noch. Keine Ahnung. Klischees, erster Eindruck, das werden wir jetzt in dieser Videoserie, in den nächsten Videos auf jeden Fall bestätigen und widerlegen. Oder was auch immer. Zimmer finde ich sehr cool. Bin ich sehr zufrieden mit, vor allem weil wir ein paar Tage hier sind. Ich habe sie gefunden. Fernsehen gucken. Genau. Genau. Auch mit der Holzwand und so, das gefällt mir. Das ist sehr gemütlich. Cool. Lukas oder Coaster Friends allgemein haben ja hier genächtigt. Daher wussten wir, dass das hier eventuell empfehlenswert ist. Morgen geht's los mit Achterbahnfahren. Wir fangen klein an. Ganz ruhig. Es wird größer und es wird noch viel kleiner und absurder. Aber jetzt reicht's. Jetzt haben wir genug erzählt. Denke ich, hoffe ich. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare damit. Und natürlich darauf bezogen, was so Australien-Reise an sich angeht. Nicht, kommt ihr noch dahin, fahrt ihr noch dahin. Das werdet ihr sehen, dafür müsst ihr die Videos gucken. Welcome to the island. For new arrivals near or far, enjoy these complimentary snacks and drinks from the island minibar. Cool.